Moinsen, ich begrüße euch zum Sachvideo. Heute geht es um das Thema Maut in Deutschland. Maut Tschechei und Maut Polen habe ich schon ein Video gemacht dazu und heute schauen wir mal die Maut in Deutschland an. Ja, gelten tut die Maut in Deutschland für Fahrzeuge, die für den Güterverkehr bestimmt sind oder für den Güterverkehr benutzt werden. Das trifft also auf PKWs in der Regel nicht zu. Und das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs muss größer als 3,5 Tonnen sein. Das bedeutet also, ein Transporter, der weniger als 3,5 Tonnen hat, also 3 Tonnen zum Beispiel, mit einem 3 Tonnen Anhänger ist nicht mautpflichtig, während ein 4 Tonner Transporter ohne Anhänger mautpflichtig ist. Und jetzt gibt es noch den Punkt, zum Güterverkehr verwendet wird. Das ist nämlich ein Fallstrick, ein kleiner, weil das hat man gemacht, weil wir Spediteure sind ja schlaue Kerlchen. Und wenn man jetzt da nur Fahrzeuge, die für den Güterverkehr geeignet sind oder bestimmt sind, also die im Fahrzeugschein ein N drin stehen haben, dann wird es ja Leute geben, da fahre ich mit dem Wohnmobil meine Pakete aus, dann bin ich auch mautbefreit. Ne? Und genau darauf trifft es zu, wenn es dann heißt, die mit den Fahrzeugen Güterverkehr durchgeführt wird. Also wenn du mit dem Wohnmobil oder mit dem PKW, ja gut, PKW, der jetzt mehr als 3,5 Tonnen hat, gibt es eigentlich nicht, außer ein gepanzerter Phaeton. Und selbst amerikanische PKWs, also ich habe ja mehrere gehabt, schon so ein Lincoln Town Car, der wiegt auch nicht mehr wie 3,5 Tonnen. Nee, aber wenn jetzt ein VW Bulli oder irgend sowas, na gut, der hat auch nicht unbedingt 3 Tonnen, aber wie gesagt, ein Wohnmobil zum Beispiel, wenn du den zum Gütertransport verwendest oder einen Bus, kannst du ja einen Linienbus, der nicht viel Sitze drin hat, na, mit den Stehplätzen, und da tust du überall die Waren dazwischen drin verteilen. Wenn du mit dem Güterverkehr dann fährst, dann musst du auch Maut bezahlen, obwohl Busse normalerweise mautfrei sind. Und mautpflichtige Straßen sind alle Bundesstraßen und Autobahnen. Was mich jetzt dabei nervt, ist, dass auch die Bundesstraßen mautpflichtig sind, weil in Polen hier zum Beispiel, da fahre ich nur auf Bundesstraßen und so weiter mautfrei, und ich muss nur auf Autobahnen und Schnellstraßen Maut bezahlen mit meinem Truck hier. Und mein Truck hat mehr als 4 Tonnen Gesamtgewicht, ist also locker in der Maut mit drin. Und in Polen, das habe ich schon bearbeitet, da gibt es ein extra Video, wenn euch das interessiert, schaut euch das an. Jetzt haben wir aber in Deutschland auch so Sachen, was ich selbst auch schon gemacht habe, zum Beispiel ein 7,5 Tonner LKW mit Kofferaufbau zum Wohnmobil umfunktioniert. Und wenn du bei dem dann im Fahrzeugschein den Wohnmobileintrag hast, bist du auch mautbefreit. Das hat aber ein Problem: die Mautbrücken, die Kameras, die da auf den Mautbrücken auf der Autobahn sind, oder die blauen Säulen auf der Landstraße, die Kameras erkennen das Fahrzeug dann nicht als Wohnmobil, sondern die sehen, von der Kontur her ist es ein LKW, und wenn du dann nicht im System registriert bist, dann kriegst du einen bösen Brief mit Bußgeld und so weiter. Und um das zu vermeiden, musst du dich bei Toll Collect anmelden und dein Fahrzeug
mautbefreit eintragen lassen. Da musst du dann die Fahrzeugscheine einscannen und da hinschicken. Und wenn du dann im System eingetragen bist, dann erkennen die Kamera dein Kennzeichen, der ist mautfrei, und dann wirst du nicht weiter belästigt mit bösen Briefen. Ne? Wie genau das dann geht, das zeige ich euch mal dann am Computer, weil da will ich jetzt aus dem Stegreif nichts Falsches erzählen. Mit der Mautbefreiung, da kannst du auf der Toll Collect, auf der Homepage von der Toll Collect, kannst dich da dann mautbefreit eintragen, und du kannst auch Einzelfahrten über die Homepage buchen, wenn du keinen Transponder hast. Also ich persönlich, ich benutze den DKV Mobility Transponder, weil mit dem kann ich ganz Europa fahren. Es gibt natürlich auch von Toll Collect Transponder, die gehen dann aber wieder nur in Deutschland, im deutschen Netz. Und dann brauchst du fürs deutsche Netz einen Transponder, brauchst fürs österreichische die GoBox und so weiter und so fort. Und deshalb bin ich dafür, ein System zu verwenden, das man überall benutzen kann. Und ich habe also da mit diesem DKV Mobility Europe gute Erfahrungen gemacht. Und hinter mir im Rückspiegel sehe ich, da kommt eine Waschmaschine. Es gibt natürlich noch andere Transponden von anderen Anbietern. Wichtig ist zu sehen, dass die Abkürzung EETS draufsteht. Also wenn ihr so ein Ding euch besorgt, was das jetzt ausgeschrieben ist, keine Ahnung, aber EETS, das ist diese europäische Mautdings da. Ich verlinke euch unten drunter in der Videobeschreibung noch die entsprechenden Sachen dazu, die Links und auch meine beiden anderen Videos, die ich dazu gemacht habe. So, und jetzt schauen wir erstmal noch an der Computer, damit ich euch das mal an der Homepage erkläre. Und hier sind wir jetzt auf der Toll Collect Seite, die verlinke ich euch auch noch. Und da kann man jetzt hier erstmal sehen, die Erklärung, wer alles mautpflichtig ist. Und hier, wenn ihr kein Obo habt, kann man auch die Strecke manuell einbuchen. Das wäre dann hier. Vorausbuchung, und dann musst du halt jetzt da dann hier anklicken, und dann kannst du die Strecke einbuchen und du musst das Datum angeben. Zulassungsland, nehmen wir jetzt hier mal Deutschland. Ja, und jetzt musst du natürlich das Kennzeichen angeben, und da höre ich jetzt hier auf, weil ich brauche das ja nicht, aber das war jetzt hier nur als Beispiel gedacht, damit ihr da mal wisst, wie das geht. Und wir haben hier jetzt allerdings auch noch die Mautbefreiung. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wenn ihr jetzt einen LKW habt, so einen 7,5 Tonner, den ihr als Wohnmobil ausgebaut habt, dann erkennt das System den ja als LKW, und dann müsst ihr euch hier anmelden. Es ist müssen, tut das nicht, aber einfacher ist es halt, weil dann seid ihr im System drin. Und hier ist nochmal aufgelistet, wer nicht mautpflichtig ist. Und da haben wir es hier auch, das Wohnmobil. Und wir haben hier nochmal, jetzt will ich es nochmal schauen, wer denn mautpflichtig ist. Vorhin habe ich es noch gefunden, wo das steht. So, hier haben wir jetzt noch einmal die Aufzeichnung. Also hier, es zählt nur das Gewicht des Zugfahrzeugs. Der Anhänger ist
irrelevant dazu. Mautpflichtige Fahrzeuge. Und hier steht ganz wichtig, technisch zulässige Gesamtmasse. Das ist also F1 im Fahrzeugschein. Das betrifft jetzt auch diejenigen, die einen PV oder PU haben, der abgelastet wurde, um mit Babyklasse noch gefahren zu werden. Also wenn ihr jetzt so einen 4,5 Tonner Pickup habt und der ist abgelastet auf 3,5 Tonnen, dann ist er trotzdem mautpflichtig, weil hier das technische Gesamtgewicht zählt. Und dann gibt es noch die Handwerkerausnahme. Und irgendwo stand es auch mit dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit der Mautpflicht für Fahrzeuge, die nicht, da hier haben wir es, mautpflichtige Fahrzeuge, da für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder dafür verwendet werden. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Fahrzeug, mit dem LKW leer fährst oder eine Privatfahrt machst, wenn du damit in Urlaub fährst, ich weiß nicht, ob das jemand macht, aber würde es machen, wäre trotzdem die Mautpflicht fällig. Und natürlich auch jetzt mit den Pickups wieder, ob du jetzt privat fährst oder beruflich, spielt da keine Rolle. Ach ja, noch etwas Wichtiges zu erwähnen hier bei der Mautbefreiung, historisches Fahrzeug, also H-Kennzeichen, wenn ihr an eurem Truck dran habt, dann ist er auch mautbefreit. Da könnt ihr euch dann auch im Toll-Collect-System hier auf dieser Seite registrieren. Und natürlich kann man hier auch die Obu kaufen, aber ich empfehle hier immer die DKV Mautbox hier, weil die kann man in fast ganz Europa benutzen, während ja die Toll Collect nur in Deutschland gilt. Und da musst du dann fürs Ausland, wenn du fährst, immer ein eigenes Ding haben. Also DKV Mobility, das empfehle ich. Da bin ich ganz zufrieden damit. Und das ist das alte und das ist das neue mit 4G. Ja, und soweit gut jetzt diese Informationen und weiter machen wir jetzt nicht. Da wünsche ich euch noch gute Fahrt und tschüss.